In der Godot Engine 4.5 erhältst du ab dem Development Snapshot Nummer 3 die Möglichkeit, jetzt in GDScript Script Backtracing zu machen. Das heißt, es kann klar nachvollzogen werden, welche Methode wurde in welcher Reihenfolge wie aufgerufen. In der Dev 3 Version gab es dazu diese Info hier, doch das hat sich nochmal geändert mit der Beta 1. Entsprechend gucken wir uns dort mal an, wie das Ganze jetzt funktioniert, was wir in Projekten machen können und welche Settings relevant sind. Bleibt dran, das hier ist Godot 4.5 in wenigen Minuten erklärt. Ich bin der 2D Most Wanted und du kannst diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen und Feedback zum Video in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's los. Wir sind hier in der Godot Engine 4.5 Beta 3 und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was es eigentlich bedeutet, Script-Abläufe wirklich nachvollziehen zu können mit eben Script Backtracing. Das gibt es auch in jeder guten Entwicklungsumgebung wie JetBrains Rider oder Visual Studio für die verschiedensten Sprachen. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Nehmen wir uns mal hier oben einfach eine simple Node 2D, gehen mal hier auf ein eingefügtes und angehangenes GDScript und ich erkläre dir mal ganz simple Logik davon. Die Idee ist, wir haben hier oben im Unterstrich Ready, also beim Starten der Anwendung, beim Einfügen in den Szenenbaum, eine Methode, die wir aufrufen. Und zwar erstellen wir doch mal bitte eine Konstruktion. Das ist im Grunde etwas, was Arbeit erfordert. Und Arbeit hat meistens auch Arbeitsschritte. In dem Falle müssen wir für das Erstellen einer Konstruktion 2 Schritte hier machen. Ganz simpel gesagt, erstens, wir gehen die Materialien holen. Das ist dann diese Methode hier unten. Und Schritt Nummer 2 ist, bau das Ganze zusammen. Beim Zusammenbauen müssen wir am besten auch unsere Werkzeuge benutzen. Deswegen habe ich noch einen weiteren internen Arbeitsschritt hinzugefügt. Und eben nochmal eine Methode hier unten drunter. Du siehst also von oben nach unten gesehen, die Methoden rufen sich gegenseitig auf. Und überall finden wir hier drin Print mit dem Namen der Methode und da hinten dran das neue Feature. Und zwar Engine Capture Script Backtraces. Hinten dran einen Parameter mit True oder False. Und das ist, ob Variablen eben in der Reihenfolge in der Listung enthalten sein soll, ja oder nein. Und dann eben hier der Zugriff auf das Array von Script Backtraces, hier mit Index 0. Das gucken wir uns mal in der Ausgabe genauer an. Ich führe jetzt mal dieses Skript hier aus und du wirst hier unten in der Konsolenausgabe die Infos dazu sehen. Schauen wir mal ins Skript hinein und versuchen das Ganze hier nachzuvollziehen. Zuallererst einmal rufen wir hier Step 1 Get Materials auf. Warum? Wir beginnen ja in der Ready-Methode in Zeile 5 hier oben. Dort rufen wir Erstelle Konstruktion auf. Dann geht es weiter in Zeile 8. Da machen wir in Create Construction den Aufruf von Arbeitsschritt Nummer 1. Dann, wenn wir das Ganze gemacht haben, geht es weiter in Zeile 13. Denn in Zeile 13 hier unten in dem Print geben wir das Ganze ja mit als Parameter und lassen das in der Konsole erscheinen. Dann, zweites Beispiel. Step 2.2. Werkzeuge benutzen. Wir beginnen wieder in Ready, machen Create Construction, das haben wir eben schon gesehen, und dann rufen wir jetzt hier Step 2 Zusammenbauen auf. Beim Zusammenbauen hier unten haben wir in Zeile 16 eben Schritt 2.2 nutzt deine Werkzeuge und danach geben wir das Ganze hier in der Konsole aus. Und zu guter Letzt, das dritte Beispiel hier unten, wir beginnen in der Ready-Funktion hier oben. Wir rufen die Erstelle Konstruktion Funktion auf und dann geben wir dort das Ganze mit einem Print aus. Das heißt, wir können direkt nachvollziehen, nur durch die Ausgaben hier unten gelesen, von eben dem neuesten Aufruf ganz oben zu dem ältesten Aufruf ganz unten, was wurde in welcher Reihenfolge wie aufgerufen. Und dieses Feature ist fürs Debuggen von GDScript wirklich sehr, sehr praktisch. Manchmal willst du das Ganze auch im fertigen Bild mit drin haben, denn dein Game produziert besten Fall eine Log-Datei eben, wo alles aufgelistet wird, jede Ausgabe, und wenn es Probleme gibt, willst du vielleicht auch wissen, an welcher Stelle ist das Problem denn aufgetreten. Damit das Ganze aber wirklich im fertigen Release-Bild deiner Anwendung funktioniert, musst du 2 Einstellungen aktivieren in den Projekteinstellungen. Du gehst oben links auf Project, dann auf die Einstellungen dort
und dann suchst du hier links bei den Kategorien dir Debug und dort den Abschnitt Settings heraus. Bestenfalls aktivierst du auch hier oben rechts die erweiterten Einstellungen und dann findest du beim Suchbegriff Track hier oben zwei Einstellungen, und zwar Always Track Call Stacks, den Haken aktivieren, und Always Track Local Variables, auch den Haken hier aktivieren. Wenn die beiden an sind, kannst du das Feature problemlos nutzen. Wenn die beiden hier aus sind, siehst du auch direkt, die Engine erfordert hier einen Neustart und führen unseren Code nochmal aus. Du siehst weiterhin hier in der Engine gar kein Problem, das funktioniert dort, aber extern, das ist jetzt deaktiviert worden damit. Diese Info kriegst du auch, wenn du im Skript von dir hier dir die Capture Script Backtrace Methode genauer anschaust und dann hier in der Dokumentation unter anderem liest: By default, you return script backtrace will only contain stack traces in editor builds and debug builds. To enable them for release builds as well, you need to enable debug settings, GDScript, always track call stacks. Also alle Infos sind gegeben in der Engine. Du kannst es auch nochmal selbst nachlesen, und das ist, wie Script Backtraces funktionieren. Ziemlich cool, oder? Jeder C#, C++ Entwickler kennt das bereits aus seinen Entwicklungsumgebungen. Jetzt hast du es auch nativ in der Godot Engine in GDScript enthalten. Lass dem Video hier gerne einen Like da, wenn es dir gefallen sollte. Abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Und Fragen und Feedback dazu kannst du immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.